Hallo zusammen, die Trench Crusade Miniaturen haben es mir einfach angetan. Allen voran die schleimigen, zombieartigen Scheusale vom Black Quail. Mit meinem neuen FDM-Drucker konnte ich mir selbst ein paar geniale Quailhounds drucken und damit experimentieren. In diesem Video erfahrt ihr, was ich beim Drucken verändert habe und wie ich die Modelle mit nur 4 Farben und 3 besonderen Effektfarben ratzifatzi angemalt habe. Willkommen in meiner Hobby-Ecke, hier ist der Fez. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren mit Freude im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Let's Fez! Vor ein paar Wochen habe ich mir einen großen Wunsch erfüllt und mir meinen allerersten 3D-Drucker gegönnt. Einen FDM-Drucker. Meine ersten Schritte, Erfolgserlebnisse und auch Hindernisse in meiner ersten 3D-Druckwoche findet ihr in einem separaten Video hier auf meinem Kanal. Schaut da gerne mal rein. Mein Drucker ist nun seit ca. 5 bis 6 Wochen im Einsatz. Je nachdem, wann dieses Video erscheint. So einige Hilfsmittel, Geländeteile, Miniaturen, aber auch Aufbewahrungslösungen oder Haushaltshelferlein sind übers Band gerollt. Manches davon habe ich sogar selbst im Blender modelliert. Und darauf ist man dann natürlich auch ganz besonders stolz. Auch wenn meine Frau vermutlich den Satz „kein Problem, da kann ich was modellieren und drucken" nicht mehr hören kann. Ich habe von euch auch sehr viele Tipps und Tricks bekommen. Vielen Dank dafür. Das hat mich echt gefreut. Zum Beispiel auch der Hinweis zu den Plastikringen für die Filamentrollen aus Pappe. Damit ist nun auch das Drucken mit den Papprollen kein Problem mehr. Die Dateien befanden sich übrigens direkt auf dem Drucker. Wäre ich ohne euch aber nie so schnell drüber gestolpert. Die Miniaturen, die ich in diesem Video drucken und bemalen werde, sind vom Tabletop-Spiel Trench Crusade. Im Video zur ersten Woche mit meinem 3D-Drucker habe ich Trench Crusade auch bereits erwähnt. Der Style, die Atmosphäre, die ganze Welt dahinter, das hat mich einfach begeistert. Im Endeffekt waren Trench Crusade gemeinsam mit dem Flat Thread für die Orks auch die ausschlaggebenden Punkte, die mich dann endlich zu meinem ersten 3D-Drucker gebracht haben. Die Kickstarter-Kampagne für Trench Crusade startete im Oktober 2024. Trench Crusade ist also ein noch recht junges Tabletop-Spiel mit Soldaten, Fanatikern, Monstern und Dämonen. Kräfte des Himmels und Dämonen der Hölle kämpfen in einem fiktiven Universum zur Zeit des Ersten Weltkriegs gegeneinander. Die Regeln sind als PDF kostenlos erhältlich. Die STL-Dateien für die Miniaturen kann man sich kaufen und dann beliebig oft drucken. Ja, und mittlerweile gibt es auch eine Box mit bereits gedruckten Plastikminiaturen der preußischen Stoßtruppen. Eine Variante der Fraktion New Antioch auf Seiten des Himmels. Ganz cool, mir aber ehrlich gesagt ein bisschen zu basic. Die Fraktion, die ich nach wie vor am besten finde, ist Black Quail. Verpestete, verseuchte, zombieartige, blutige, verrotzte, nach Tod und Verderben stinkende Horden. Eine Fraktion der Hölle. Ich finde die einfach genial. Und Miniaturen in dem Style machen halt auch echt Spaß beim Bemalen. Da kann man sich so richtig austoben. Blut, Schleim, Dreck. Manchmal braucht man das einfach. Mittlerweile habe ich mir alle STL-Dateien dieser Fraktion zugelegt. Aber zuerst hatte ich die Quailhounds. Wie ich bereits nach ein paar Fehlversuchen mit den Resin-Supports gelernt hatte, verwendete ich die unsupported STL-Dateien und der Slicer erstellte mir dann die Tree-Supports. Ich experimentierte zunächst auch mit unterschiedlichen Schichtstärken. 0,2 mm, 0,12, 0,08, alle jeweils mit einer 0,4 mm Düse gedruckt. Je geringer die Höhe einer Schicht wird, desto besser werden die Details. Aber die Druckzeit erhöht sich natürlich auch. Einige von euch haben ja auch zu einer 0,2 mm Düse, gerade für feine, detaillierte Miniaturen geraten. Die Düse habe ich mittlerweile auch gekauft und hier liegen, aber noch nicht verwendet. Werde ich aber auch noch ausprobieren, bisher war ich da aber eher etwas zurückhaltender, da ich mir noch nicht genau angeschaut habe, wie ich die Düse eigentlich austauschen muss. Das soll bei meinem Drucker aber auch relativ einfach und ohne Werkzeug machbar sein. Werde ich also auch noch machen und vielleicht auch ein Vergleichsvideo zwischen der 0,4 mm und der 0,2 mm Düse machen. Bisher hat mir aber die 0,4 mm Düse mit 0,08 mm Schichthöhe bestens genügt. Ist ja auch eine Sache der eigenen Erwartungshaltung. Die Details waren zumindest für mich gut genug und der Zeitaufwand beim Drucken vertretbar. Womit ich dann aber auch mal experimentiert habe, war die Ausrichtung der Miniaturen im Slicer. Wenn man die Erfahrung bereits hat, ist das natürlich nichts Überraschendes. Für mich als Anfänger war das jedoch bisher so. Datei importiert, mich gewundert, dass manche Miniaturen auf dem Rücken lagen, manche zur Seite geneigt oder aufrecht standen, Supports erstellen lassen, gedruckt, fertig. Die einzige Modifikation war bisher die angepasste Skalierung bei meinem Flat Thread. Aber die Erkenntnis, dass man durch Rotation des Objekts da auch noch einiges optimieren kann,
kam mir erst beim Ausprobieren. Das ist auch ein wichtiger und toller Aspekt dieser unglaublich spannenden Entdeckungsreise bei neuen Dingen, finde ich. Diese eigentlich offensichtlichen Kleinigkeiten, die man entdeckt und sich dann wie ein Kind freut, dass man etwas rausgefunden hat. Diese kindliche Freude geht einem natürlich auch schnell wieder verloren, aber bei den ersten Entdeckungen einfach genial. Da ja auch einige Leute zuschauen, die noch keine 125 Jahre 3D-Druck betreiben und genauso in den Anfängerschuhen stecken wie ich, hier, was ich als Laie dazu sagen kann. Durch die Rotation eines Objekts kann man zunächst beeinflussen, wie die Drucklinien bzw. Schichten durch das Modell laufen. Steht das Modell aufrecht, verlaufen die Linien horizontal durch das Modell, also einzelne horizontale Scheiben, die zum Beispiel unten bei den Füßen beginnen und dann Stück für Stück nach oben bis zum Kopf aufgetürmt werden. Legt man ein Modell auf den Rücken, verlaufen diese Schichten vertikal durch das Modell. Je nach Miniatur oder der zu repräsentierenden Beschaffenheit des Modells kann man dadurch natürlich schon mal einen Unterschied erreichen. Die Ausrichtung des Objekts auf dem Druckbett hat aber auch noch Auswirkungen auf die benötigten Supports. Durch geschickte Ausrichtung kann man die Anzahl der benötigten Supports reduzieren oder beeinflussen, an welchen Stellen Supports gesetzt werden. An den Verbindungsstellen zwischen dem gewünschten Objekt und der benötigten Supports entstehen durch das Entfernen des Supports eher unschöne Übergänge bzw. unsaubere Stellen. Die kann man dann zwar noch nachbearbeiten, aber je nachdem ist das manchmal einfach nicht so toll. Mit einer angepassten Ausrichtung des Objekts kann man dafür sorgen, dass zum Beispiel nicht das gesamte Gesicht einer Miniatur voller Supports ist. Eine Miniatur auf dem Bauch liegend drucken würde ich also nicht empfehlen. Ein Profi-Schritt obendrauf wäre dann natürlich noch das genaue Einzeichnen der gewünschten Supports bzw. das Einfärben von Flächen, die keinesfalls Supports erhalten sollen. Damit habe ich aber noch nicht genug experimentiert und das ist für mich ein weiterer Folgeschritt. Das lernen wir einfach ganz gemütlich nach und nach. Ich habe also bei den Objekten immer mal wieder etwas an der Ausrichtung geändert, den Slicer arbeiten lassen, geschaut, wo die Supports hinzugefügt werden, wie viel Material benötigt wird und welchen Einfluss meine Änderungen auf die Druckzeit haben. Das war hauptsächlich Trial and Error. Mal 90 Grad geschaut, mal 120 Grad geschaut, mal 100 Grad und so weiter. So habe ich dann so langsam ein kleines Gefühl dafür bekommen, wie ich die Objekte ausrichten und Supports beeinflussen kann. Trotzdem hatte ich zum Beispiel noch das Problem bei besonders filigranen Teilen. Bei den Quailhounds sind zum Beispiel die Beine mega dünn, der Rüssel am Kopf und der Schwanz auch. Ich habe es nur selten hinbekommen, beim Entfernen der Supports nichts abzubrechen. Einige meiner Trench Crusade Miniaturen waren in den STL-Dateien bereits auf mehrere Bauteile aufgeteilt. Bei der großen Amalgam-Monstrosität zum Beispiel. Und da ich das auch schon bei anderen Objekten gesehen hatte, kam mir der Gedanke, dass ich ja auch die Quailhounds aufteilen könnte. Niemand zwingt einen schließlich dazu, die Objekte in der ursprünglichen Skalierung, Rotation oder Aufteilung zu belassen. Klingt komisch, aber das war eine krasse Erkenntnis in meinem Hirn und es machte da ganz laut Klick im Kopf. Ich habe die Hunde dann in der Mitte vertikal zerschnitten und die beiden Teile dann entsprechend rotiert. Durch diese Änderung wurde etwas weniger Filament für Supports benötigt, die Druckzeit um ca. 4 Minuten reduziert und am wichtigsten, die Positionierung der Supports war aus meiner Sicht viel besser. Bei der Variante hier benötigte der Schwanz durch diese Aufteilung und Ausrichtung zum Beispiel gar keine Supports mehr. Und bei der Variante hier ist es mir sogar gelungen, das so auszurichten, dass hier an der Schnauze, den Vorderbeinen und beim Schwanz keine Supports notwendig waren. Da kann man bestimmt noch mehr optimieren, aber ich fand das erstmal gut und habe mir die Teile dann in der Form ausgedruckt. Der Druck war erfolgreich und hier haben wir also pro Hund jeweils 2 Teile. Die passen schon mal gut zusammen. Bei den 2 Teilen hier habe ich den Oberkörper nicht genau um 90 Grad gedreht. Da werden wir dann erst nach dem Entfernen der Supports sehen, wie das passt. Allgemein sieht man aber, dass relativ wenig Supports notwendig waren. Die feinen Details wurden gut gedruckt. Prima! Das Entfernen der Supports lief relativ problemlos und ich habe nichts abgebrochen. Das hätte natürlich trotzdem passieren können. Und es gibt da wohl nie eine Garantie dafür, egal welche Einstellung man verwendet. Je öfter man das macht, desto mehr Erfahrung sammelt man natürlich auch. Auf jeden Fall lief das hier geschmeidiger als zuvor. Bei dem Rüssel hier muss man etwas aufpassen, da sind viele Supports direkt an der Unterseite des Rüssels.
Ich habe mir angewöhnt, nicht direkt an der Verbindungsstelle zu knipsen, sondern eher Richtung Wurzel des Supports. Im Idealfall gehen die Supports ohne viel Druck und Mühe fast von alleine ab. Wenn man zu viel Kraft anwenden muss, sollte man lieber Geduld walten lassen und andere Stellen probieren. Die 2 Teile passen schon mal gut. Mit einem Entgrater habe ich dann noch ein paar Stellen nachgebessert und abgefeilt. Man sieht eventuell hier und da auch so kleine Fäden als Überbleibsel des Drucks. Die kann man ganz vorsichtig mit einem Feuerzeug wegbrennen. Die Betonung liegt hier auf ganz vorsichtig. Das Modell nur schnell und kurz durch die Flamme ziehen, das genügt schon. Bei zu viel Hitze verformt sich da schnell was. Bei PLA benötigt es nur zwischen 50 und 60 Grad und schon ist das Material nicht mehr stabil. Sehen wir auch gleich bei der zweiten Miniatur. Nun klebe ich die beiden Teile zusammen. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Perfekt. Sieht echt gut aus. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil eines FDM-Druckers ist, dass man sich jederzeit Bases drucken kann. Man muss nicht mehr 3 Monate auf 2-3 Bases einer GW-Bestellung warten. Herrlich. Ich habe mir dann mal mehrere Größen auf Reserve ausgedruckt und in kleine Tüten gefüllt. Für diese Quailhounds werden ovale Bases in 30 auf 60 mm benötigt. Weiter geht's mit der zweiten Miniatur. Supports entfernt und dann wie versprochen die unbeabsichtigte Demonstration, was passiert, wenn man zu viel Hitze einwirken lässt. Tja, zu nah dran und zu lang ins Feuer gehalten. Zum Glück hat's hier nur den Rüssel betroffen. Wieder gerade biegen geht kaum. Das Material kühlt auch recht schnell wieder ab. Aber egal. Der individuell gestaltete Rüssel dieses Quailhounds ist nun auch gar nicht so übel. Der schlappert eben mit seinem Rüssel so rum und wischt sich damit etwas Blut aus der Visage. Hätte schlimmer sein können. Vor allem bei den Verbindungsstellen säuberte ich dann wieder mit dem Entgrater. Dennoch passten die Teile irgendwie nicht so perfekt wie beim vorherigen Hund. Ich hatte scheinbar aber auch wenig Lust weiter zu entgraten und abzufeilen und ungeduldig wie ich nun mal bin, packte ich dann halt schon mal Kleber drauf. Und ja, das Zeug zieht halt auch schnell an und man hat dann nicht viel Zeit, was zu verschieben. Also hatte ich bei dieser Miniatur einen sichtbaren Spalt. Wird also später wieder Green Stuff notwendig. Bin's ja gewohnt. Wie immer habe ich auch direkt die Bases magnetisiert, damit die Miniaturen in meinen ebenfalls magnetisierten Aufbewahrungsboxen sicher verstaut werden können. Sobald die Magnete dann festgeklebt sind, packe ich die Hunde auf die Bases und dann kann es weiter mit der Grundierung und der Bemalung gehen. Mir geht es bei der Bemalung meiner Miniaturen nicht darum, perfekte Schmuckstücke zu haben, sondern hauptsächlich um Spaß und Entspannung beim Malen. Außerdem ist meine Aufmerksamkeitsspanne gar nicht lang genug, um mich über Wochen und Monate mit nur einer Miniatur zu beschäftigen. Deswegen quillt mein Tisch auch über mit Miniaturen, die zu 80% fertig sind. Mir wird vieles einfach viel zu schnell zu langweilig. Da probiere ich lieber viele unterschiedliche Dinge aus. Auch bei der Bemalung der Quailhounds ging es mir daher nicht darum, perfekte Ausstellungsstücke zu erhalten, sondern mit wenig Aufwand in kurzer Zeit einen Tabletop-Ready-Stand zu erreichen. Auch um überhaupt mal zu sehen, wie sich die gewohnten Grundierungen und Farben auf den gedruckten Miniaturen verhalten. Für die Grundierung verwende ich oft 2 oder mehr Farben. Für die Quailhounds habe ich zum einen Dragon Red von Army Painter verwendet und ich finde die Farbe einfach genial. Ein richtig schönes, warmes und dunkles Rot. Habe ich zum Beispiel auch bei meinen Burner Boys der Orks benutzt und ich spüre da regelrecht die Hitze der Brenner. Außerdem kam Wraithbone von Citadel zum Einsatz. Ein warmes Off-White. Das hat eher so einen leicht gelblichen, beigen Unterton. Wraithbone finde ich perfekt für organische Miniaturen, also Modelle mit viel Haut oder Leder. Und was für Tyranniden gut genug ist, ist auch für meine Quailhounds gut. Die Unterseite habe ich also mit Rot besprüht und die Oberseite mit Wraithbone. Ja, und dann merkte ich, dass ich beim zweiten Hund die Schnittkante ja eigentlich mit Green Stuff bearbeiten wollte. Idealerweise hätte ich das vorm Grundieren gemacht. Tja, und ihr glaubt nicht, wie oft mir das passiert. Ich benutze hier Liquid Green Stuff, da ich nicht viel benötige und ja nur die Kanten etwas überdecken will. Da will ich mir nicht extra erst was zusammenkneten müssen. Mit einem alten Pinsel, den ich auch etwas feucht gemacht habe, verteile ich die Pampe dann an der Schnittkante. Und bei dem makabren Ungeheuer muss man da auch gar nicht so genau sein. Da muss nichts mega glatt und fein sein, das passt schon so.
Stellen wir den erstmal zur Seite. Der bekommt dann später auch noch eine kleine Behandlung mit Phrasebone-Grundierung. Los geht's mit der Bemalung. Ich bin ein Fan von Contrast Paints oder Speed Paints oder Express Colors oder wie auch immer. Jeder Hersteller nennt die ja anders. Bei den Quailhounds gehe ich diesmal sogar so weit, dass ich für die gesamte Miniatur in diesem Video nur 4 Contrast Paints verwenden werde. Ja, und dann noch 3 besondere Effektfarben, die ich mal testen wollte. Also bewusst wenig Farben, wenig Entscheidungen, einfach loslegen. Los geht es mit Volupus Pink. Damit male ich vor allem den oberen Bereich dieses widerlichen Schleimbeutels an. Insbesondere die Verbindung zwischen Unterseite des Hundes und dem daran baumelnden Ding. Da meine Quailhounds auch todbringend giftig und schleimig aussehen sollten, kamen auch die beiden Grüntöne Gutripper Flash und Blakebearer Flash zum Einsatz. Diese Farben gefallen dem Chaosgott Nurgle, dem großen, rotzigen Verpester, besonders gut und daher sollten die auch für die Quailhounds passen. Los geht's mit Blakebearer Flash. Damit dann einmal hier schön über den lustigen Wauwau. Durch die unterschiedlichen Grundierungen wirkt die Farbe auch anders. Von unten scheint immer noch das warme Rot durch und nach oben hin wird es klarer und heller. Die Oberseite der Miniatur habe ich jedoch nicht bemalt. Denn dafür benutzen wir dann das knalligere Gutripper Flash. Da kann man auch ruhig nass in nass arbeiten und die Farben ineinander verlaufen lassen. Das ist immerhin eine Kreatur der Hölle. Die 4. Farbe ist dann das kräftige, blutige Flash Tearos Red. Damit bemale ich den Rüssel des Quailhounds und die Unterseite dieses Schmoddersacks. Bäh. Schon eklig. Genial. Und so sieht das dann nach dem Trocknen aus. Die Bemalung hat vermutlich keine 5 Minuten gedauert und ich finde, durch die Kontrastfarben hat man da recht schnell was Brauchbares fürs Schlachtfeld hinbekommen. Mit einem dunklen Shade, zum Beispiel Agrax Earthshade, hätte ich noch etwas mehr Dreck reinbringen und die Helligkeit etwas reduzieren können. Aber ich wollte da lieber direkt noch meine neuen Effektfarben testen. Ich werde aber in Zukunft auch noch weitere Farbvarianten für meine Quailhounds testen. Zum einen eine richtig dunkle Variante und zum anderen auch diese kränklich weiße Bemalung, die man hier auf den offiziellen Fotos sehen kann. Man kann sich da ja auch echt austoben. Aber gut. Weiter zu den Effektfarben. Man hat natürlich zwar auch schon mit Effektfarben anderer Hersteller gearbeitet, aber es ist immer wieder interessant, auch andere Marken und Farben zu testen. Zumindest geht es mir so. Hier habe ich also 3 Special FX Farben von Vallejo, die nun endlich mal zum Einsatz kommen. Fresh Blood, frisches Blut. Thick Blood, dickes Blut und Vomit, also Kotze. Lecker, passt perfekt. Los geht's mit Thick Blood. Erstmal das alte, angetrocknete, dicke Blut draufklatschen. Dafür nehme ich auch einen alten Pinsel und dann einmal schön hier über diesen Eiterbobbel. Klingt vielleicht seltsam, aber das sind auch immer wieder schöne Momente bei der Miniaturenbemalung. Einfach auch mal eklige Dinge malen. Dann Fresh Blood. Das wollte erstmal gar nicht rauskommen. Mit einer Nadel dann oben rein und dann ging's auch. Das frische Blut tupfe ich dann hier und da noch aufs Modell. Auf den Beutel, auf die Beine und Krallen und auch hier und da an der Unterseite der Schnauze. Zu guter Letzt Kotze. Da kam leider etwas viel zu viel auf einen Schlag raus. Und dann der Rotzfaden da. Boah, das macht dem Namen echt schon alle Ehre. Das Zeug verteile ich dann auch noch munter auf der Miniatur. Hab's einfach hier und da drauf getupft. Das macht auch nichts, wenn sich das mit dem eventuell noch feuchten Blut vermischt. Wird dadurch nur umso ekliger. Falsch machen kann man da auch eher nix. Man muss halt beachten, dass das Zeug auch eher glänzend ist und auch glänzend bleibt und einen feuchten, schleimigen Effekt hat. Also wem das eventuell zu viel des Guten ist, dann eher sparsamer einsetzen. Und da ich ja dann auch noch genug von diesen Effektfarben übrig hatte, habe ich das dann auch noch direkt bei meinem Nurgle Axtboy weiterverwendet. Der kann ja auch von Schleim und Blut profitieren. Mit der Kotzfarbe dann über die Pestbeulen der Haut. Dickes Blut und frisches Blut auf die krasse Axt. Ja, ich glaube, das sieht krass aus. Die Effektfarben kann ich auf jeden Fall für weitere düstere Trench Crusade Minis gut gebrauchen. Und so sehen die beiden treuen Gefährten aus. Schleimig und blutig.
Super schnell angemalt und mit Effektfarben ausgetobt. Ratzifatzi fertig und Spaß gehabt. Toll. Ich habe bei diesem kleinen Projekt gelernt, wie ich durch die Rotation und das Zerschneiden von Objekten meine Druckergebnisse optimieren kann. Auch wenn das etwas mehr Zeit bei der Vorbereitung kostet, bis man den Druck tatsächlich startet, so bin ich mit den Ergebnissen danach viel zufriedener gewesen und habe mir ja auch Zeit durch Reparaturen und durch Nachbearbeitung gespart. Das Bemalen mit einer eingeschränkten Farbpalette hat auch Spaß gemacht und mir mal wieder gezeigt, dass man nicht immer alles verkomplizieren muss. Sind die Miniaturen so detailreich gedruckt worden wie mit einem Resindrucker? Nein. Sind die Miniaturen professionell bemalt worden und würden jeden Malwettbewerb gewinnen? Nein. Haben mir die Quailhounds Spaß gemacht? Ja. Richtig viel Spaß sogar. Und das ist die Hauptsache für mich persönlich. Und das Geniale ist ja auch, ich kann mir jederzeit kostengünstig viele weitere Hunde drucken und ganz andere Farben verwenden. Viel dunkler und düsterer. Oder mit dieser weißen, leichenartigen Haut, wie auf den offiziellen Darstellungen. Für mich ist das echt eine tolle Sache. Das Hindernis, etwas Neues auszuprobieren, ist damit viel kleiner. Ich muss auch nicht erst teure Miniaturen von Farbe befreien oder neu grundieren, um sie neu zu bemalen oder sowas. Ich drucke mir einfach neue aus, probiere ein anderes Farbschema und kann dann beide nebeneinander betrachten. Ich find's klasse. Und auch echt toll, wie viele Möglichkeiten an Spielen und Modellen es mittlerweile gibt. Echt eine riesige Vielfalt und man hat gar nicht genug Zeit für alles. Aber ja, das war's zu meinen Erkenntnissen und meinen Quailhounds. Danke euch fürs Zuschauen und dranbleiben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Like da. Wenn ihr mehr aus meiner kleinen Hobby-Ecke sehen wollt, abonniert den Kanal. Schreibt mir auch eure Tipps und Tricks in die Kommentare. Habt ihr auch schon was von Trench Crusade bemalt? Und welche Fraktion findet ihr am coolsten? Ich freue mich, von euch zu hören. Bleibt gesund und munter wie der Mops im Haferstroh. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.